Was bist du für ein Sternzeichen? Wassermann. Also, I'm an Aquarius. I'm the outcast of the zodiac. I'm basically from outer space. Scheiß drauf. Nee, Mann, nix Scheiß drauf. Was soll ich machen? Es ist mein Sternzeichen. Willst du mich verarschen? I'm a Virgo Sun, Taurus Moon, and Libra Rising, which means extremely stubborn, delusional, and usually clumsy. Astrologie und Horoskope erlebten im Jahr 2020 einen Boom, der bis heute anhält. Auf TikTok hat der Hashtag Astrology 4,8 Millionen Beiträge. Insbesondere in den USA ist das Thema beliebt. Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Harris Poll aus dem Jahr 2024 glaubten rund 70% der Amerikaner an Astrologie. Aber auch in Deutschland glauben entsprechend einer YouGov-Umfrage mehr als die Hälfte der Deutschen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Sternzeichen und der Persönlichkeit gibt. Bist du wirklich dein Sternzeichen oder ist das alles nur Hokuspokus und wissenschaftlicher Unsinn und vor allem ein lukratives Geschäftsmodell? Um diese Frage zu klären, erkunden wir, woher die Horoskope überhaupt stammen und was die Wissenschaft dazu sagt. Außerdem habe ich ein persönliches Experiment durchgeführt und sowohl eine professionelle Horoskopanalyse erworben, als auch mein Geburtshoroskop von ChatGPT auswerten lassen. Es gibt verschiedene Arten von Horoskopen. Viele kennen wahrscheinlich die Jahres- oder Monatshoroskope aus Magazinen, die ausschließlich die Tierkreiszeichen, also zum Beispiel Waage, Stier oder Schütze, betrachten. Da diese Horoskope selbst unter Astrologinnen und Astrologen als unseriös gelten, fokussieren wir uns hier auf das Geburtshoroskop. Ein Geburtshoroskop, auch Radix oder Natalchart genannt, ist eine Momentaufnahme des Himmels zu dem Zeitpunkt, an dem man geboren wurde. Es zeigt, wo Sonne, Mond und Planeten standen. Und das soll dann der Astrologie entsprechend Einblicke in die Persönlichkeit, in Potenziale, Stärken, Schwächen oder mögliche Lebenswege geben. Die Grundlagen sind uralt. Das Konzept des Geburtshoroskops hat seine Ursprünge in der antiken Astrologie, die schon im alten Babylon, etwa ab dem 2. Jahrtausend vor Christus, praktiziert wurde. Der moderne Ansatz des individuellen Geburtshoroskops, wie wir ihn heute kennen, entwickelte sich dann stärker ab dem 1. Jahrhundert vor Christus. Es wurde mit der Zeit vor allem in der griechischen, arabischen und später der europäischen Astrologie weiter verfeinert. Fun Fact: Damals waren Wissenschaft, Astrologie und Astronomie noch eng miteinander verknüpft. Johannes Kepler zum Beispiel arbeitete sowohl als Astronom als auch als Astrologe. Wir schauen uns das mal genauer an. Das hier ist ein beispielhaftes Radix mit seinen Elementen. Das Zeichen Sonne ist das, was die meisten kennen, das typische Sternzeichen. Es stehe für die Grundpersönlichkeit. Ist man der mutige Widder, der emotionale Krebs oder der geheimnisvolle Skorpion? Der Aszendent ist das Zeichen, welches auf die Minute genau am Horizont aufging, als eine Person geboren wurde. Es beeinflusse, wie man auf andere wirkt und wie man durchs Leben geht. Das Mondzeichen sage aus, wie man emotional tickt. Dann gibt es noch verschiedene Planeten. Jeder Planet stehe für einen bestimmten Lebensbereich. Zum Beispiel steht Venus für Liebe, Mars für Energie und Motivation. Diese sind 12 Häusern zugeteilt, welche konkrete oder abstraktere Aspekte der Persönlichkeit repräsentieren. Das erste Haus stehe so für das äußere Erscheinungsbild, Haus 3 zum Beispiel für Kommunikation. In Kombination der Elemente erfolgt dann die Persönlichkeitsanalyse. Wenn der Mars also im 6. Haus steht, ist man vielleicht ein Workaholic. Neugierig auf die Praxis habe ich als Experiment eine professionelle Horoskopanalyse in Auftrag gegeben. Überraschenderweise trafen einige Punkte genau auf meine Persönlichkeit zu. Uranus und Lilith liegen im 5. Haus. Ich sei also kreativ und experimentierfreudig. Es läge in meiner Natur, schöpferisch tätig zu sein, in welcher Ausdrucksweise auch immer. Verfüge über eine besonders gute Auffassungsgabe, sei vielseitig interessiert, idealistisch, strebe nach tiefgründiger und philosophischer Kommunikation. Manchmal falle es mir schwer, mich auf einige wenige Dinge zu konzentrieren und möchte zu viel auf einmal. Sei vielleicht etwas rechthaberisch und zu überzeugt von meiner Meinung. Mein Denken und Handeln passen nicht immer zusammen, manchmal zerdenke ich alles und plane im Detail, ohne letztlich etwas umzusetzen. Manchmal handle ich unüberlegt. Sogar mein heutiger Beruf, mit dem ich sehr zufrieden bin, wurde erstaunlich akkurat erraten, was man aber vielleicht auch anhand der eingegebenen persönlichen Daten hätte hineinschummeln können.
Interessanterweise deckten sich die zutreffenden Auswertungen sogar überwiegend mit meinem MBTI-Typen. Der Myers-Briggs-Typenindikator ist der meistgenutzte Persönlichkeitstest. So habe ich dann kurz gedacht, wow, vielleicht hat das Ganze ja doch einen wahren Kern. Bei genauem Hinsehen sah ich dann doch, viele der Aussagen passten nicht zu mir. Mir wird zugeschrieben, dass ich von Natur aus rhetorisches Talent hätte, diskussions- und streitfreudig sei, sehr energiegeladen und kontaktfreudig wäre oder Mühe hätte, Verantwortung zu übernehmen. Das alles passt nicht zu mir und das war ich auch noch nie. Die Analyse enthielt zudem Widersprüche, die schon im Vorwort durch vage Erklärungen wie freier Wille und verschiedene Ausdrucksformen des Lebens relativiert wurden. Einmal bin ich Optimist, einmal besitze ich eine extreme Tendenz zum Pessimismus. Dies lässt schon vermuten, dass solche Deutungen so allgemein gehalten sind, dass sich nahezu jeder darin wiederfinden kann. Im Vergleich habe ich mir den Radex noch von ChatGPT auswerten lassen. Die Ergebnisse stimmen eigentlich vollständig überein, mit dem Unterschied, dass die KI kurz, präzise und eindeutig antwortet und die Analyse nicht auf 30 A4 Seiten in aufgeblasener, verwaschener Sprache steckt. Überraschend war, dass ChatGPT meine gesundheitlich herausfordernden Jahre exakt anhand des Geburtshoroskops erraten hat. Hier könnte es aber sein, dass auf bereits bestehende Daten zurückgegriffen wurde, als ich der KI davon erzählte. Das Beste daran, es war kostenfrei. Ich kann persönlich somit nur von Online-Anbietern abraten. Es war Geldverschwendung und letztlich sind diese professionellen Horoskope mittlerweile ohnehin automatisiert erstellt. Jetzt zur großen Frage, ist an all dem was dran? Die heutige Wissenschaft steht der Astrologie kritisch gegenüber. Ein grundsätzliches Problem bei der Forschung an diesem Thema ist, dass Astrologie wissenschaftlich schwer überprüfbar ist. Damit eine Hypothese als wissenschaftlich gilt, muss sie falsifizierbar sein. Das heißt, die Möglichkeit bestehen, dass sie widerlegt werden kann. Astrologische Deutungen sind jedoch meistens so vage, dass sie sich nicht eindeutig widerlegen lassen. Dennoch haben mehrere Studien untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen den astrologischen Faktoren wie dem Geburtsmonat oder dem Sternzeichen und den Persönlichkeitsmerkmalen besteht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen konsistent, dass solche Zusammenhänge nicht nachweisbar sind. So analysierte zum Beispiel ein deutsch-dänisches Forscherteam in einer groß angelegten Studie von Peter Hartmann und Kollegen aus dem Jahr 2006 die Daten von über 15.000 Personen. Sie fanden keinen Zusammenhang zwischen dem Geburtsmonat und damit dem Sternzeichen und individuellen Persönlichkeitsmerkmalen. Es gibt ebenfalls Meta-Analysen, zum Beispiel von Geoffrey Dean und Evan Kelly, in Bezug auf über 1000 Geburtshoroskope, die dies bestätigen. Auch im sogenannten Doppelblindtest von Sean Carlson aus dem Jahr 1985, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Nature, wurden die Vorhersagen von Astrologen getestet. Die Ergebnisse zeigten, dass diese nicht besser abschnitten als zufälliges Raten. Wenn es also um die Verknüpfung von Himmelskonfigurationen mit Persönlichkeitsmerkmalen und Zukunftsvoraussagen geht, ist die Astrologie nicht besser dran als der mathematische Zufall. Das Zufallsprinzip ist wissenschaftlich sehr gut erforscht und Astrologie widerspricht diesem. Mathematisch gesehen müsste die Astrologie über normale Zufallserwartungen hinaus signifikante Ergebnisse liefern. Das passiert aber nicht. Wenn ein Geburtshoroskop tatsächlich zuverlässige Vorhersagen treffen könnte, müssten wir das in statistischen Tests bemerken, zum Beispiel durch eine ungewöhnliche Häufung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale bei Menschen mit demselben Sternzeichen. Aber alle bisherigen Untersuchungen zeigen, dass solche Häufungen nicht existieren. Das bedeutet, die mathematischen Grundlagen der Statistik sprechen aktiv gegen Astrologie, weil sie zeigen, dass zufällige Verteilungen besser zur Realität passen als astrologische Modelle. Man kann also auch nicht sagen, nur weil es bisher keine wissenschaftlichen Beweise für die Wirksamkeit astrologischer Horoskope gibt, heißt es nicht, dass es keine dagegen gibt. Doch, es gibt starke Argumente gegen sie, basierend auf Statistik und empirischer Forschung. Der wissenschaftliche Konsens ist daher, Astrologie funktioniert nicht, zumindest nicht in einem objektiven, überprüfbaren Sinn. Warum glauben manche Menschen aber trotzdem daran? Es gibt psychologische Effekte, die das erklären, zum Beispiel den Barnum-Effekt. Das ist ein Phänomen, welches vom Experiment des Psychologen Bertram Forer aus dem Jahre 1948 stammt. Es zeigt, dass Menschen dazu neigen, schwammige und allgemeingültige Aussagen als zutreffend für sich selbst zu akzeptieren. Wenn ein Horoskop sagt, du bist schüchtern, aber wenn es drauf ankommt, kannst du auch selbstbewusst auftreten, trifft das nicht auf fast alle zu?
Unser Gehirn neigt also dazu, allgemeine Aussagen auf uns zu beziehen. Weiterhin hängt es mit kognitiven Bestätigungsfehlern zusammen. Wir erinnern uns eher an zutreffende Aussagen als an falsche. Wenn ein Jahreshoroskop zum Beispiel sagt, dass du Glück haben wirst und dann zufällig eine gute Nachricht bekommst, verbindest du das automatisch damit. Darüber hinaus ist Astrologie ja auch eine Form des Glaubens, der Weltanschauung und der Sinnfrage des Lebens. Es hängt ja im Großen und Ganzen mit dem Glauben daran zusammen, dass die Himmelskörper im Universum einen Einfluss auf jedes einzelne, winzige, unbedeutende Leben haben. Da kommen somit noch viele weitere psychologische, kognitive, neuronale und genetische Prozesse hinzu und vieles davon verstehen wir auch noch nicht. Sind astrologische Geburtshoroskope wissenschaftlich bewiesen? Nein. Ob du trotzdem daran glaubst oder nicht, das ist ja letztlich deine Sache, solange du nicht wichtige Lebensentscheidungen davon abhängig machst. Denn das kann auch richtig gefährlich werden. Ein besonders kritischer Teilbereich der Astrologie ist die sogenannte Astromedizin. Hierbei werden Krankheiten und deren Behandlungen anhand von astrologischen Konstellationen gedeutet. Expertinnen und Experten warnen vor den Gefahren solcher Praktiken. Es kann ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen haben, wenn Menschen wichtige medizinische Behandlungen zugunsten astrologischer Ratschläge vernachlässigen. Wir bringen den Kosmos mit ihrem Körper und ihrer Seele zusammen. Sterne helfen bei ihrer Heilung. Nur heute für 799 €. Fick dich, ich habe Krebs. Du bist so peinlich, Alter, wirklich. Astrologie ist zudem nicht nur eine jahrtausendealte Tradition, sondern auch ein riesiger Markt und damit ein lukratives Geschäftsmodell. Von individuellen Geburtshoroskopanalysen über astrologische Coachingsitzungen bis hin zu Apps, die tägliche Vorhersagen verkaufen. Die Branche setzt weltweit Milliarden um. Hinzu kommt, dass manche Anbieter gezielt Unsicherheiten und die genannten psychologischen Aspekte ausnutzen. Sie suggerieren Menschen, dass Sterne ihre Zukunft bestimmen und dass bestimmte Planetenstellungen für Krisen verantwortlich sind. Natürlich mit dem passenden, kostenpflichtigen Lösungsangebot. Man sollte alles mit einer gesunden Skepsis anhand von fundierten wissenschaftlichen Fakten betrachten. Der Glaube daran, dass unser Schicksal von den Sternen und dem Universum vorherbestimmt ist, und die Wissenschaft können nebeneinander bestehen. Und konkret zum Thema Geburtshoroskop: Unsere Persönlichkeit wird von vielen Faktoren beeinflusst, zum Beispiel der Genetik, äußeren Faktoren wie der Umwelt, Kultur, soziales Umfeld und der Sozialisation in der Familie und der Gesellschaft, insbesondere in früher Kindheit. Sie ist vielschichtig und lässt sich nicht gänzlich in Schubladen bzw. Typen wie Sternzeichen zuordnen. Trotz der vielen berechtigten Kritik können Horoskope hilfreich sein. Sie regen zur Selbstreflexion an. Indem man sich mit den Aussagen auseinandersetzt, sowohl mit den zutreffenden als auch mit den unzutreffenden, indem man sich jedes Mal fragt, bin ich wirklich so, und tief und lange drüber nachdenkt und abwägt, gewinnt man neue Perspektiven auf die eigene Persönlichkeit. Dieser Prozess kann helfen, sich selbst besser kennenzulernen und die persönlichen Entwicklungen zu fördern. Wenn es euch also als Art Reflexionstool nützt, um euch selbst besser zu verstehen, warum nicht? In der Beschreibung sind 2 spannende Videos, einmal von Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal und von Dr. Watson zur Astrologie verlinkt, die ich sehr empfehlen kann, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Ansonsten lasst gerne ein Abo da, wenn ihr herausfinden wollt, was die Sterne demnächst für euch bereithalten. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.